Hallo liebe Freunde, wir testen heute mal unser Livestream-Setup. Das ist genau die Kombination von Kamera, Mikrofon und Einstellungen, die ich am 5.3. um 20 Uhr zum Livestream auch verwenden werde. Wir schauen mal, ob das alles gut funktioniert und wie es sich anhört. Ihr könnt gerne in den Kommentaren unten mal sagen, wie es für euch ist, ob ihr das Gefühl habt, wir müssen noch was verändern. Ja, und heute machen wir einen Song, den meine Nachbarn wahrscheinlich mittlerweile sehr gut kennen, weil ich habe nämlich schon mal versucht, den aufzunehmen, tagelang, und es hat sich alles nicht so gut angehört, wie ich das wollte. Und heute versuche ich es jetzt einfach mal nochmal. Und ich hoffe, dass es diesmal besser klappt und dass ich es dann auch hochladen kann für euch. Der Song heißt Call Elijah und ist von Hank Williams. Ist total ein süßes Lied, das auch eine schöne Botschaft hat. In dem Lied geht es nämlich um Call Elijah, den Indianer, und der ist verliebt in eine Indianerin. Er traut sich aber nicht, es ihr zu sagen, weil er Angst hat, dass sie Nein sagen könnte, also dass sie ihn zurückweist. Und deswegen sagt er lieber gar nichts, damit sie nicht mal die Möglichkeit hat, Ja oder Nein zu sagen. Und trägt aber trotzdem immer seine Sonntagsfedern, um möglichst gut auszusehen. Es hat nur keinen Zweck, weil die Indianerin die ganze Zeit darauf wartet, dass er mal was sagt. So wartet er eine lange Zeit, bis die Holzindianerin, jetzt habe ich schon verraten, sind beide aus Holz, bis die Holzindianerin irgendwann mal von einem reichen Kunden gekauft wird. Und dann ist Call Elijah natürlich sehr traurig und wünscht sich, er wäre wieder ein Baum. Hank Williams hat also die Geschichte von diesem verliebten Indianer schön verpackt, indem er mehr oder weniger 2 Holzfiguren genommen hat, und eine Holzfigur hat ja nicht mal die Möglichkeit zu sprechen, weil die ist ja aus Holz. Und das ist so der Gedanke von dem Lied. Hört sich an, dann versteht ihr es. Ich habe es jetzt wahrscheinlich ein bisschen seltsam erklärt, aber ich werde es auch auf jeden Fall übersetzen. Schaut euch die Übersetzung an, unten in der Beschreibungsbox. Und ich finde, die Metapher von diesem Lied ist sehr gut auf unser Leben anzuwenden, denn wir warten ja oft aus Angst, dass es nicht klappen könnte, machen wir ja oft Dinge nicht, die wir eigentlich gerne machen würden, weil wir Angst haben, dass wir von anderen Menschen abgelehnt werden oder dass es irgendwas Schlimmes passiert, wenn wir das tun. Ja, und mit dem Lied möchte ich euch mit auf den Weg geben, dass wir ja meistens die Dinge bereuen, die wir nicht getan haben, wie der Call Elijah. Nachdem seine Indianerin weg ist, kann er sie nicht mehr fragen und wünscht sich ja jetzt bestimmt, er hätte es eher getan. Also wir bereuen eher die Dinge, die wir nicht getan haben, als die Dinge, die wir falsch gemacht haben oder die schief gelaufen sind. Meistens ist es nämlich gar nicht so schlimm, wenn es schief gelaufen ist, dann können wir es nämlich beim zweiten Mal besser machen. So wie ich heute mit diesem Lied, das ich hoffentlich wirklich hochladen werde. Viel Spaß! Elijah was a wooden Indian standing by the door. He fell in love with an Indian maid over an antique store. Elijah just stood there and never let it show. So she could never answer yes or no. He always wore his Sunday feathers and held his tomahawk. The man wore who beats and prays and hopes someday he'd talk. Elijah, too stubborn to ever show the sign, because his heart was made of knotty pine. Poor Elijah, he never got a kiss. Poor Elijah, you don't know what he meant.
sit and he wondered that his face is red. Elijah, the poor old wooden head. Elijah was lonely and he never went nowhere. His heart was set on the Indian maid with a cold black hair. Elijah, she stood there and never let it show, so she could never answer yes or no. And then one day a wealthy customer bought the Indian maid, took her oh so far away, but old Elijah stayed. Elijah, just sits there as lonely as can be, and wishes he was still an old pine tree. Poor Elijah, he never got a kiss. Poor Elijah, you don't know what he missed. You sit and wonder that his face is red. Elijah, the poor old man. Elijah, that poor old wooden head. So, meine Nachbarn sind erlöst nach wahrscheinlich ungefähr einer Stunde Aufnahmezeit.